Bonjour, meine lieben Freunde. Heute wird es richtig interessant. Ich wurde von einem ähnlich verrückten Kerl wie mich als Austauschstudent in Frankreich eingeladen. Ich habe auch gleich die Chance genutzt, euch mal seinen Rig ein wenig vorzustellen. Denn seine Aktuatoren sind nochmal eine Preisklasse höher als meine. Ich nehme euch sogar auf den Trip mit, denn es war für mich ein besonderes Highlight mit krassen Bergen und richtig guten Aussichten auf die Täler und so. Ich bin wirklich beeindruckt gewesen, ja. Und dann schauen wir uns seinen Motion Seat an mit ein paar besonderen Informationen. Bitte nehmt es mir nicht allzu krumm, dass ich noch kein externes Mikro habe. Ich versuche später in der Nachbearbeitung noch ein bisschen was rauszuholen. Aber nun viel Spaß mit dem Video, auf geht die Reise. Und da sind wir auch schon angekommen, in den französischen Alpen, 1100 Kilometer von zu Hause. Und die Chance nutzen wir und schauen uns ein wenig mal die Umgebung an. Und wenn Frauchen einmal sich mal umdrehen möchte, auf der anderen Seite kann man von hier den Schnee auf den Bergen sehen. Aber keine Angst, ich will euch nicht damit nerven. Wir schauen uns jetzt sofort das an, worauf ihr den Kanal angeschaltet habt. Wir schauen uns jetzt den Motion Seat an. Jawohl, und schon stehe ich vor dem imposanten Rig, mehr als 1100 Kilometer von meinem Zuhause entfernt und nur um hierher zu fahren, um mir das anzugucken. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Wir schauen uns das gemeinsam an und dann erzähle ich euch ein paar Technik-Heinz. So, und da haben wir schon diesen Monsterapparat, was wirklich eine beeindruckende Größe hat. Also ich bin ja meinen Seat gewöhnt, wenn du hier daneben stehst, da ist nochmal eine Nummer größer. Ja, definitiv. Hat das sehr groß gebaut. Man kann das natürlich jederzeit kleiner machen. Ja, man braucht bloß die Profile kürzen, dann wäre er dann wieder kleiner, wenn man den jetzt sich nachbauen möchte zum Beispiel. Ne? Aber hier, das ist schon beeindruckend groß, kann ich euch sagen. Und der ist natürlich auch sehr hoch gebaut. Der ist so gebaut, dass er halt viel Bewegungsfreiheit hat in den Winkeln. Und dadurch muss er natürlich ein bisschen gesichert werden. Und deswegen hat er ja so Monstergewichte. Die sind so richtig groß. Ja, also ich mache meine Hand drauf, damit ihr mal seht, was hier los ist. Ja, das braucht er auch, sonst hebt das Ding nämlich ab. Aber ist schon jetzt ist es standfest, kann ich euch sagen. Ja, ist einfach alles verstellbar. Man kann die Höhe und die Schräge des Lenkrads einstellen, der Stuhl ist verstellbar. Die Füße kann man verschieben. Ist sehr individuell. Ist schön, wirklich schön gelöst. Hier sieht man, ist er früher bis außen gegangen und hat dann hier
das Profil angelegt, aber hat gemerkt, dass mit einem Einsteigen nicht so toll ist. Und außerdem, je weiter man nach innen kommt, umso mehr Winkel bleibt auch übrig. Dafür eignet sich ja so ein Profilsystem wirklich super. Und hier haben wir jetzt das Herzstück eines 6.0F Motion Seats, den Aktuator. Einer der 6 Aktuatoren. Und das Ding ist wirklich ein feines Gerät. Hier haben wir 4 Führungsstangen für den Hub. Ja. Hier haben wir ein gefrästes Metallteil, woran der Kugelkopf befestigt ist. Ja, hier haben wir massives Metallrohr. Und hier unten hin haben wir dann eine Stahlplatte. Ja, und eine Gegenplatte, wo dann der Fuß festgeschraubt ist. Hier haben wir gefräste Pulliräder mit einem Timing von 3 mm Riemen. Und die Spindel ist mit einer 20 mm Steigung. Das bedeutet, wir haben hier wirklich einen sehr, sehr leisen Aktuator. Also wer wirklich auf leise Aktuatoren steht, der ist ja mit dem Aktuator genau richtig. Kann ich echt sagen. Es gibt aktuell noch ein bisschen Slip-Probleme, das Pulli rutscht gerne mal über, aber er hat schon gesagt, er hat schon eine Verbesserung. In der nächsten Generation kommen hier Nutensteine rein und dann kann das nicht mehr slippen. Ist aktuell nur geklemmt quasi und das wird dann demnächst mit Nutensteinen geführt und dann kann da nichts mehr rutschen. Ein Problem gibt es natürlich, bei so einer krassen Steigung brauchst du auch einen ganz anderen Motor. Und zwar haben wir hier eine 4 Newtonmeter Variante mit 2500 Umdrehungen. Ja, das brauchst du auch. Ja. Ich kenne es, ich habe ja 10 mm Steigung, die Hälfte, und ich habe 2,4 Newtonmeter Motor. Also dieser Motor ist nicht ganz doppelt so stark, ja, aber das brauchst du auch bei der doppelten Steigung. Ja. Also wirklich, das ist wirklich benötigt für sowas. Ja, und das ist wirklich astreiner Motor. Die haben auch noch eine Bremse mit eingebaut hier. Das bedeutet, wenn das Reck stromlos ist, bleibt es an Ort und Stelle stehen. Das ist natürlich für die Sicherheit super. Ja, kann man wirklich nicht meckern. Und ich muss auch sagen, die Ausführung seines Aktuators, das geht schon in die professionelle Richtung. Ja, also hier kann man wirklich schon von Professionalität reden. Das lässt er auch machen, ja. Er hat ja praktisch die Cut entwickelt und lässt das von einer Metallbaufirma in China lässt er das zusammen fertigen. Ja, wirklich toll. Ist natürlich vom Preis her wieder eine andere Klasse. Das kostet praktisch von den Teilen schon doppelt so viel wie meiner. Aber so ist es halt, ja. Aber dafür bekommt man auch was ganz Professionelles schon. Auf dem Boden hat er hier so eine Holzplatte reingelegt. Das knarscht immer noch ein bisschen beim Simulieren, ja, beim Fahren und beim Fliegen. Aber das will er alles noch optimieren. Da kommt auch noch ein Stützpfeiler drunter, kommt vielleicht noch einer hier vorne mit hin und so. Da ist noch ein bisschen Verbindung drin sozusagen. So, und dann kommen wir jetzt mal zu was ganz Interessanten vielleicht noch. Und zwar ist hier noch ein Belt-Tensioner, ein Kurzstraffer verbaut, der von einem Servomotor angetrieben wird. Ganz normaler Servomotor. Ich weiß gar nicht, was der für Wert hat. Gucken wir gleich mal. Das ist oh, das ist auch ein 4 Newtonmeter Motor. Junge. Ja, das bräuchte man mit Sicherheit nicht. Also ich kann euch sagen, das Ding ist übelst stark. Das könnt ihr alles abschnüren, was du hast. Ja, und das du dann dich ranziehen. Ne? Ob das beim Bremsen ist oder ob es dann Forces darstellen möchte. Ich persönlich kann mich dafür, ich muss es ehrlich sagen, ich kann mich dafür nicht erwärmen. Ja, für mich, mein Gehirn wird damit nicht wirklich beeindruckt davon. Also ich mag es nicht. Ja, ich würde es nicht machen. Aber ich finde die Technik hochinteressant und die Qualität ist wirklich super. Ja, und mehr kann ich dazu nicht sagen. Das muss ja jeder für sich selber wissen, ja, ob er das braucht oder nicht. Also technologisch ist es wunderbar umgesetzt. Schöner starker Riemen, ja, kannst du wirklich nicht meckern. Alles schön massiv. Das funktioniert. Und natürlich nutzt er auch die gleiche Steuerung wie ich. Und zwar die Motion for Sim Steuerung. Und er ist genauso überzeugter Nutzer davon, wie ich es auch bin. Und er hat sogar schon Vergleiche mit anderen. Und er setzt trotzdem auf diese Steuerung. Also wisst ihr Bescheid. Und dann haben wir noch den Windsimulator. 2 Stück an der Front. Und die sind komplett selbst entworfen von ihm mit 3D-Druck und 140er Lüftern. Die Ansteuerung erfolgt über PWM-Technologie. Das macht die Sache einfacher, dann braucht man keinen Motortreiber dafür.
Ist natürlich nicht ganz so stark, aber es ist okay. Ja, also ist schon auf jeden Fall eine tolle Immersionserweiterung. Hier nochmal von vorne, der Lufteinlass. Ganz schick, sieht wirklich toll aus. Ist auch abnehmbar, ist ein Mehrteiler. So, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in die technischen Einzelheiten dieses Sitzes geben. Und jetzt kommt der Oberhammer, diesen Seat könnt ihr kaufen. Dieser Seat wird käuflich erwerblich sein und ich blende euch den Link ein. Ich tue es auch in die Videobeschreibung rein. Das Ding wird unter 10.000 € als Do-it-yourself-Baukasten zu kaufen sein. Und hier sieht man endlich auch mal das Rig in Bewegung. Wie erwartet, läuft alles smooth und problemlos. Es ist ja auch im Prinzip die gleiche Technik wie meine. Für mich war die technische Umsetzung der Aktuatoren interessant und wie sich diese in der Praxis anfühlen. Sein Seat hat große Dimensionen, was demnach auch große Winkel zulässt und ideal fürs Fliegen ist. Natürlich schön, wenn man dafür auch den Platz zur Verfügung hat. Mir hat unser technischer Austausch sehr gefallen und wir konnten uns gegenseitig bei unseren Problemen helfen. Ich finde seine Idee der Vermarktung echt schlau und der Preis als Komplettbaukasten für ca. 10.000 € auch gut und gerechtfertigt. Zuzüglich könnt ihr euch bei ihm auch noch den automatischen Gurtstraffer kaufen, der meines Wissens bei ca. 300 € liegt. Ihr könnt euch den Motion Seat auch in Teilsets bestellen. Wenn ihr zum Beispiel nur die Aktuatoren kaufen möchtet, ist das möglich. Diese Aktuatoren sind aus meiner Sicht auch das Highlight an diesem Seat. Ich finde sie fast perfekt. Aufgrund der 20 mm Steigerung der Aktuatoren bleiben sie selbst unter größten Belastungen relativ leise. Vor allem aber sind sie wirklich smooth. Das ist nicht selbstverständlich bei Spindelantrieben. Alles in allem ist das eine tolle Sache und er kann Preise bieten, die euch keine professionelle Firma geben kann. Klar, wir bleiben noch auf Do-it-yourself-Niveau, aber in der Praxis haben wir hier schon ein echt gutes Setup. Verkauft wird sein Seat als Baukasten, den man laut des Konstrukteurs an einem Wochenende mit einfachem Werkzeug im IKEA-Style einfach zusammenbauen kann. In der Praxis kann ich euch aber sagen, dass man sich dennoch sehr in die Materie einarbeiten muss. Man muss einfach verstehen, was da passiert. Softwareseitig gibt es viele Dinge zu beachten. Zum Laufen bringen ist der erste Schritt. Dass es aber richtig gut funktioniert und ein immersives Setup zu haben, ist noch einmal eine ganz andere Geschichte. Allein schon Motion Compensation ist da leider ein schwieriges Thema. Es wird immer wieder hier und da Probleme geben. Das Thema ist einfach zu umfangreich. Aber hier ähneln sich eigentlich alle Motion Seats, auch professionelle. Aber jetzt lassen wir noch mal kurz RW selber zu Wort kommen, denn ich habe ihn für euch noch mal vor die Kamera gezerrt. Und hier haben wir ihn, den Konstrukteur dieses heißen Seats. Das ist Herr W. Und ich kann nur sagen, ein traumhaftes Gerät. Ja? Und ich werde jetzt ein paar Fragen stellen, damit ihr mal ein bisschen wisst, was los ist. Herr W., how long is the construction time of your seat? Oh, construction time, it's in kit, so you can buy actuators, you can buy platform, and maybe you have, in one weekend, you have the best simulator, 6DOF on the market available, built in your garage. Nice, nice. And how long was your construction time of the seat? Oh, sorry, okay. My construction time, maybe 1,000 hours of design on computer, and after maybe 1 month before between the ordering of the parts and the finish time. Yeah. Mm-hmm. Very nice. So, and I know it's not your first seat, but was it always 6 DOF or did you use lower DOF too? No, my first seat was 6 DOF too, but it was with frame actuators, 3D printed parts, and it was weld platform, steel weld platform, not aluminum extrusion. Yes, it was less flexible. Understand. So, and now a question. I know it's a little bit difficult for you to answer this, but if you had to choose only one thing, VR or motion seat, what do you choose? If you had to you can take only one thing. What is more important for you? The problem of VR is you are in the VR, you say, wow, it's beautiful, I can touch, I can feel, I can see in 3D, but it doesn't move. So it's very, it's strange. So I decided to build this,
And if I have to choose, very difficult question. I don't know. Maybe motion seat with triple screen. Yes, instead of VR without motion seat. Interesting. But it's very hard to answer. The best solution is VR with motion seat. Okay, nice. So, and how long you use your seat? How many times? How often? Yeah, I fly a lot. So it's in race mode, but I fly a lot. I fly in DCS or Falcon BMS. I fly for 20 years now. And when I use the seat in real mission, maybe it's 3 or 4 hours long on fly. For racing, it's shorter, maybe 1 hour, because it's moving a lot. But in fly, yes, real mission, it's 3 or 4 hours. Sounds huge. Sounds really huge. Yeah. And I can understand how often you do it, because it's a really nice seat. Now I can congratulate you to this nice seat. Really nice one. Thanks a lot. Thanks for coming. Thanks. Jo, der RW ist ein ganz netter und hat auch den Zeitgeist getroffen, so wie ich finde. Ich kann euch sagen, dass schon jetzt die Nachfrage an seinen Seats riesig ist. Er ist den ganzen Tag am Testen und Verpacken und rennt die ganze Zeit nur mit dem Smartphone in der Hand rum und ist erreichbar bzw. am Kundendienst lang. Er baut doch eine Community auf, die sich bestimmt später allein gegenseitig helfen kann und zum Beispiel auch untereinander Motion-Profile austauschen können. Und das muss auch stattfinden, denn wie schon gesagt, die Softwareseite ist echt eine Sache. Ohne Community könnte er allein nicht so eine Masse verkaufen und gleichzeitig betreuen. Daher finde ich seine Lösung eine solide Nummer. Hier nochmal ein paar zügigere Bewegungen mit Low-Pass-Filter. Hier könnt ihr euch selber ein Bild machen und ich bin am Schluss nochmal kurz still. Jo, und nun bin ich wieder zu Hause und bin sehr froh, mit meiner Frau diesen Trip in die französischen Alpen gemacht zu haben. At this point, I want to thank you again, RW, for your invitation. Und jetzt, meine Lieben, habe ich noch ein typisches One More Thing für euch. Und zwar werde ich in Absprache mit RW einen Aufbauservice anbieten. Immer wieder haben die Leute einfach nicht die Zeit, sich lange in so ein Thema einzulesen oder haben einfach nicht den technischen Daumen. Und hier komme ich ins Spiel. Wer also einen Seat bei RW bestellt und meine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann mich zu sich nach Hause bestellen. Ich kann den Motion Seat montieren und oder einrichten und eine Schulung zu der ganzen Software bieten. Auf Wunsch kann ich zu Hause schon Teile vorkonfektionieren, dass es vor Ort schneller geht. Ich habe auch die Erlaubnis, auf Sonderwünsche einzugehen, auch was die Geometrie betrifft, Änderungen vorzunehmen. Dieses Angebot gilt aber erstmal nur für Deutschland, Österreich und Schweiz, da für mich sonst der Aufwand zu groß wird, da ich auch noch einen Fulltime-Job nachgehen muss. Aber sonst bleibt alles beim Alten, ich habe immer noch meinen Discord-Kanal, jeder ist herzlich eingeladen und wir werden uns weiterhin gegenseitig helfen. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein gesondertes Video. Ich muss mir noch überlegen, inwieweit ich diesen Schritt gehen möchte. Das war's erstmal, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Ich auf jeden Fall. Bis bald, euer Motion Basti.